Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Waffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar mal so ein bisschen Resteverwertung von Mattenstücken. Ihr kennt das ja, wenn ihr baut, habt ihr immer schon mal was verschnitt, mal mehr, mal weniger. Manche Teile sind halt nicht so besonders groß, dass man da nicht wirklich was mitmachen kann. Ich habe mal wieder so einen kleinen Tipp, was ihr dann zum Beispiel so draus machen könnt, und zwar Krähenfüße. Dafür braucht ihr auch nicht viel, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Ja, Leute, was braucht man denn da so alles für? Zwar erstmal die Materialreste, ne? Das ist in dem Fall 6 mm Matte. Dann habe ich ein ganz normales Glas, da können wir eine Tasse oder irgendwas, was Rundes nehmen. In einer Größe, die ungefähr so ist. Kugelschreiber, ein bisschen Acrylfarbe, klein wenig Flexipaint, Pinsel, Cutter und dann könnt ihr Pattex nehmen oder Heißklebepistole. Ich nehme in dem Fall jetzt mal die Heißklebepistole, die stecke ich auch schon mal ein, die schon mal heiß werden kann. In der Zwischenzeit kann ich euch dann schon mal zeigen, wie man das macht. So, dann gehen wir hin, nehmen das Glas und dann gehen wir einmal so ungefähr 3/4 rum. Das ist das Schöne. Ich mache mal einen anderen Winkel, da kann man das vielleicht besser sehen. So. So kann man das besser sehen. Und zwar, wie gesagt, geht 3/4 rum und dann zieht ihr das Glas einfach so ein Stück runter. Dann habt ihr das quasi. Müsst ihr gucken, wie dick ihr das haben wollt. Ne? Könnt ihr dann selber variieren. Dann habt ihr so eine Art Halbmond. Das Ganze setzt ihr, wenn ihr genug Platz habt, mit ein bisschen Luft nochmal drunter. Oder halt mehrmals. Das hängt halt davon ab, wie viel Platz ihr habt. So. Wir machen jetzt erstmal nur 2. Ich habe da schon ein paar Sachen, wie ihr gesehen habt, da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Schneiden wir jetzt hier erstmal ab. Das ist, wie gesagt, eigentlich relativ simpel. Ihr könnt das natürlich auch in anderen Formen machen, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Das ist mir jetzt die Tage mal wieder so eingefallen, das hatte ich schon mal vor ein paar Jahren gemacht. Das könnt ihr halt machen, wenn ihr noch Reststücke habt und ja, keine Ahnung, was ihr was machen wollt. Das ist relativ simpel. Braucht ihr, wie ihr gesehen habt, wirklich nicht viel. Das Flexipaint könnt ihr natürlich auch Latex für nehmen. Das ist eigentlich auch nur, damit nachher das Silber drauf hält, damit das ganze metallische aussieht. Weil ich habe mal ausprobiert, also aus dem Schaumstoff selber, da müsste so viel Farbe drauf, das ist Murks, das klappt so nicht. Ja? So, jetzt habt ihr quasi die 2 Teile. Dann könnt ihr ungefähr, müsst ihr jetzt nicht, kann man auch, also ich habe da zum Beispiel bei mir so frei Schnauze gemacht. Ihr guckt so ungefähr, dass ihr die Mitte habt. Ne? Ich mache jetzt hier mal so eine Linie. Und dann geht ihr mit dem Cuttermesser hin und schneidet da 2 Linien rein. Und dann holt ihr das raus. Das muss auch nicht ganz so genau sein. Muss auch nicht 5 mm oder 6 mm, also so ungefähr mal Augenmaß. Wie ihr seht, ich mache das jetzt auch nur so aus dem Auge raus. Ja. So. Das ist quasi, ihr steckt das dann so zusammen. Dafür braucht ihr dann noch nur ein bisschen Kleber, also wirklich nur ein bisschen. Ich gucke jetzt mal. Der ist Kleber. Oh, da kommt mein Lötkolben runter. Den wollen wir nicht. So, geht er hin, macht ein bisschen Heißkleber hier rein, also wirklich nur ein klein wenig. So. Und dann habt ihr das Ding schon mal so. Wie gesagt, das ist jetzt nur so grob. Und dann habt ihr das quasi vom Rohbau schon fertig. Mehr ist das nicht. Dann machen wir weiter. Dann nehmt ihr eine Unterlage. Ich nehme jetzt hier mal einen Pinsel. Hier ist ein bisschen Flexipaint drin. Wie gesagt, braucht er nicht viel. Ne? Also eigentlich nur eine Schicht drauf. Das ist quasi, damit dann nachher das Silber drauf hält. Mehr braucht er nicht. Oder halt vom Latex auch eine Schicht. Vielleicht 2, je nachdem, aber
braucht er nicht dick drauf zu machen. Einzige, was ich noch drauf machen werde, ist dann später Topcoat, weil auch mit dem Klarlack, also mit dem Klarlack, Entschuldigung Leute, mit der Acrylfarbe ist das immer noch so ein bisschen am Kleben. Also Flexipaint, wenn das relativ frisch ist, das klebt wie Sau. So, dann macht er so einmal rund, allerdings nicht alles, ne? Müsst immer dran denken, das Ding steht ja auf 3 Beinen. So seht ihr das ja jetzt. Ne? Macht er immer einen Zinken, also den da oben steht. Und dann, na sag schnell, dann immer einen anderen. Also ihr müsst dann immer gucken, bis ihr dann quasi alle Zinken komplett einmal gepinselt habt. Nur wie gesagt, ihr müsst immer gucken, weil das ja immer hier auf der Stelle und auf denen immer steht. Ihr könnt natürlich jetzt hingehen und schon mal hier oben drauf pinseln. Ja, das geht auch. Ja. Müsst ihr dann gucken, aber dann halt keine Zeitung drunter, wo das dann nachher dran festkleben kann. Dann habt ihr nachher das Papier mit dran. Aber so könnt ihr das quasi machen. So sieht das dann nachher aus, wenn das Ganze fertig ist. Wie gesagt, relativ dünn habe ich das nur drauf gemacht. Das ist wirklich nur, damit halt wirklich nachher nur die Farbe hält. So. Ich hoffe mal, dass man das Ganze gut sehen kann. Dann gehen wir hin. Ne? Wie gesagt, habt ihr gesehen. So sieht das dann aus, wenn überall schwarz drauf ist. Dann nehmt ihr euch wieder... Ach ja, Schwamm. Schwamm habe ich vergessen, Leute. Einen kleinen Schwamm müsst ihr natürlich auch haben. Ja, also Matratzenschaumstoff. Könnt ihr auch von einem Spülschwamm nehmen. Dann ganz normale Silberacrylfarbe. Ich mache jetzt hier mal hier so einen kleinen Klecks drauf. Muss auch nicht so viel sein. Naja gut, könnte für das Ding ein bisschen zu wenig sein. Und dann geht er einfach komplett einmal drüber. Nicht zu dick. Das hat ein bisschen Ranzia. Gut, hier das erste war jetzt ein bisschen viel, da habe ich nicht abgetupft groß. Aber dass das halt so metallisch aussieht. So. So, jetzt haben wir das Silber drauf. Das lassen wir jetzt trocknen. Ja, ein paar Stellen hier habe ich nicht so gut gepinselt gehabt. Naja gut. Das lassen wir jetzt was trocknen. Und dann machen wir da den Topcoat, also den Klarlack drauf oder Finish, wie auch immer ihr es nennen wollt. Von Flexipaint, den matten, können dann natürlich auch den glänzenden. Das ist allerdings mache ich nur, damit es nachher nicht aneinander klebt, wenn man mehrere Sachen davon hat. Aber das zeige ich euch dann gleich. Ja? So Leute, die Acrylfarbe ist jetzt soweit angetrocknet. Ich hoffe mal, das ist hier noch getrocknet. Ich habe jetzt auch ein paar davon gemacht, aber da wollte ich euch jetzt nicht unbedingt alles zeigen. Seht ihr ja gleich, wenn das Video dann fertig ist. So, dann nehme ich wieder den Topcoat von Flexipaint, den matten. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich das hier am besten mache. Ich glaube, ich habe nämlich schon ein bisschen, naja gut. Ich will schauen, dass ich das Ganze in 2 Durchgängen hinkriege. Könnte natürlich sein, dass das dann alles ein bisschen irgendwo festklebt. Mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. So. Jetzt gucken, ich hier irgendwas habe. Wisst ihr was? Ich nehme hier einfach mal das Reststück als Unterlage. Ich hoffe mal, dass das nachher da nicht drauf klebt. Wie gesagt, ich will jetzt gucken, dass ich das Ganze so in 2 Durchgängen habe. Mache das auch nur relativ dünn drauf. Wie gesagt, das ist jetzt halt nur einfach Materialverwertung von Reststücken. Nur so als kleine Idee, was man noch so alles draus machen kann. Und der ein oder andere, der hat da bestimmt auch Verwendung für. So.
Wie gesagt, die ganzen Dinger lassen wir jetzt erstmal trocknen und dann schauen wir uns die nachher mal an, wenn sie fertig sind. Der Topcoat ist fertig. Ne? So sehen die Teile jetzt aus. Kann man dann halt nehmen. Ne? Kann man die ganzen packen. Und schmeißen die dann irgendwie so auf die Erde. Ne? Ist bestimmt gut für die Füße. Wie gesagt, ganz simpel gemacht. Kann man schön zusammen. Jetzt kleben die auch nicht mehr, wie ihr seht. Ne? Also, ja Leute, das war es dann wieder mal. Ne? Ein kleiner Tipp oder halt oder Anregung, was ihr dann mit den Mattenresten, die ihr noch habt, machen könnt. Kann man natürlich auch in anderer Form machen. Das war jetzt hier mit diesem Halbmond. Das war jetzt, oh, es war halt das Simpelste, was mir gerade mal so auf die Schnelle eingefallen ist, was man aus so Sachen machen kann. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was man auch noch aus so Mattenresten machen könnt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Dann hoffe ich mal, das Video hat euch wieder gefallen. Sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Der Klappspaten kommt noch, versprochen. Ich bin schon dran. Ne, nicht, dass ihr meint, der kommt nicht. Kann aber noch ein paar Tage dauern, da ich erstmal einen Prototyp gebaut habe, um zu gucken, ob ich den so überhaupt hinkriege. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.